Hi Leute, willkommen zurück zur Know-how-Reihe von Tactical Trim. Hier erklären wir euch, wie ihr zum Beispiel Schritt für Schritt eure Veritas Power Stitch Pro einrichtet, aber wir zeigen euch auch verschiedene Nähtechniken vom Nähen an einer geraden Naht über das Vernähen von Reißverschlüssen bis hin zur Erstellung eigener Schnittmuster. Und wer das Ganze nicht verpassen möchte, sollte definitiv dranbleiben und jetzt viel Spaß mit dem Video. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr eure Veritas Power Stitch Pro mit nur 8 Schritten und in weniger als 10 Minuten einrichtet und am Ende auch noch eine perfekte und gerade Naht ziehen könnt. Also, bleibt dran! Wenn ihr eure Nähmaschine jetzt entsprechend eingerichtet habt, solltet ihr definitiv immer eine Probenaht ziehen. Und dafür empfehle ich euch, diese Probenaht immer auf einem Teststück von dem Material zu nähen, das ihr später auch für euer Projekt verwenden wollt. Warum das Ganze? Anhand von diesem Teststück stellt ihr nämlich eure Fadenspannung entsprechend an eurer Nähmaschine ein. Und da habe ich an dieser Stelle noch einen kleinen Tipp, gerade für die Anfänger unter euch da draußen. Ich habe hier so einen kleinen Neodym-Starkmagneten und den könnt ihr ganz einfach auf die Stichplatte von eurer Nähmaschine aufsetzen und das Ganze funktioniert dann als eine Art Anschlag bzw. Führung für euer Material und mit diesem kleinen Hilfsmittel könnt ihr wirklich saubere und gerade Nähte ziehen. Und dass das Ganze auch wirklich funktioniert, das demonstriere ich euch jetzt. Noch ein wichtiger Hinweis von mir an dieser Stelle: Vergesst definitiv niemals das Verriegeln am Anfang und am Ende eurer Naht und stellt auch immer eure Stichlänge entsprechend eurer Materialstärke ein. Kurze Eselsbrücke dazu: dünne Materialien, geringe Stichlänge, dicke und schwere Materialien immer eine große Stichlänge. Und meine bevorzugte Stichlänge, zum Beispiel bei Projekten mit 500er Cordura, X-Pack oder Nylon, ist zum Beispiel 3 bis 4 mm. Und probiert das Ganze auf jeden Fall immer anhand von einem Teststück aus und stellt auch eure Fadenspannung so ein, dass ihr keine Knotenbildung auf der Oberseite oder der Unterseite von eurem Material habt.
Das war's soweit mit diesem Know-how-Video. Wer keine weiteren Videos verpassen will, sollte definitiv dranbleiben und danke fürs Zuschauen.